Der Sicherheitsbestand in einem Lager sorgt dafür, dass nicht zu wenig Ware für die eingehenden Bestellungen vorrätig ist. Es sollte allerdings auch nicht zu viel Ware als gebundenes Kapital herumliegen. Die Lösung dafür kann der dynamische Sicherheitsbestand sein. Was genau das ist und wie es funktioniert, das erklären uns heute Katharina Klein und Silke Krämer von Netstock. Ich bin gespannt. Dynamischer Sicherheitsbestand. Danke, Inga. Ihr habt ein tolles Thema mitgebracht, was wir uns hier gemeinsam heute angeguckt haben. Und dann haben wir uns gedacht, das wäre was für euch, das ist bestimmt spannend. Und ihr habt dazu auch so ein schönes Bild mitgebracht, was uns gut gefallen hat. Ja, dank unserer Anreise hier nach Stemwede haben wir heute auch was ganz Besonderes gelernt. Wir haben nämlich gelernt, dass das Weserbergland hier früher auch von der Nordsee berührt wurde. Das heißt, die Nordsee ist bis hierhin gegangen. Und das ist so ein schönes Bild, was wir halt auch immer gerade hinsichtlich des Sicherheitsbestands zum Einsatz bringen. Man stellt sich ein Gebirge vor, man hat dann ein Gewässer wie jetzt die Nordsee, was halt dann das Gebirge umspielt. Und es gibt Spitzen, die aus der Nordsee rausgucken, und es gibt halt Täler, die unter der Wasseroberfläche liegen. Und das ist immer so das klassische Bild des Sicherheitsbestandes, den die meisten ERP-Systeme abbilden, nämlich des statischen Sicherheitsbestandes, der mengenbasiert ist. Ja, wenn wir jetzt mal von diesem Bild mit den Bergen, ja, die sind ja wirklich hübsch. Ich schicke euch auch gerne noch ein paar mehr hier aus dem Weserbergland, aus dem Wiehengebirge. Wenn wir davon mal weggehen und gehen jetzt zu so einem Bild, wie wir das hier haben, das Nachschub bzw. so einen Sicherheitsbestand darstellen soll. Vielleicht jetzt erstmal, magst du mir mal ganz kurz das Bild selber erklären. Was ist das? Also ist das sind das unterschiedliche Produkte oder was ist da die Y-Achse und die X-Achse? Ja, das ist letztendlich so ein bisschen unsere Herausforderung oder die Herausforderung, die ganz viele Unternehmen haben. Also diese Spitzen, die aus dem Wasser ragen, das sind die Verkaufszyklen. Das sind letztendlich die Bedarfe, die Unternehmen haben an bestimmten Artikeln. Ja. Also mal verkauft sich Artikel ganz gut, mal verkauft sich Artikel wenig, und dann haben wir so diese Täler und Spitzen. Und dieses Wasserlevel, was Silke beschrieben hat, das ist letztendlich das, was wir auf dem Lager haben. Das ist unser Bestand. Das heißt, jetzt sozusagen die Achse, die eine Achse ist die Zeitachse und das andere ist der Bestand, den ich im Lager habe auf der Grafik. Richtig. Und das ist jetzt also nur bezogen auf ein einzelnes Produkt, um das mal darzustellen. Ja, genau. Was ist denn in dem Zusammenhang der Sicherheitsbestand? Ja, Sicherheitsbestand ist letztendlich das, was uns davor schützt, nicht zu viel und nicht zu wenig auf dem Lager zu haben. Ne? Also das ist unsere ultimative, unsere ultimative Sicherung quasi dazu, dass wir immer ausliefern können, einen richtigen Artikel am richtigen Ort haben zur richtigen Zeit. Ja, und wenn diese Berge aus dem Wasser rausragen, dann ist unser Sicherheitsbestand quasi auf dem Level von Wasser. Ja. Wir können natürlich nicht in diesen Verkaufsspitzen ausliefern, aber wiederum haben wir zu viel Ware, wenn die Artikel nicht verkauft werden. Ne? Und dann laufen wir in beide Richtungen. Entweder ist es gebundenes Kapital, wenn wir zu viel haben, oder sind das Stockouts, negative Bewertungen, unzufriedene Kunden, wenn es zu viel ist. Ne? Ja. Ich kenne eigentlich in dem Zusammenhang immer noch den Begriff des Meldebestandes. Was ist da der Unterschied? Also Meldebestand ist immer der, ich sag mal, Einkaufsträger. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo der Meldebestand erreicht wird, muss eine Bestellung erstellt werden. Das heißt, der Disponent, Einkäufer muss dann beim Lieferanten bestellen. Das Wichtige ist, dass noch genügend Ware auf Lager ist, um die Lieferzeit, also die Dauer, bis die Ware kommt, abzudecken. Und im Idealfall sollte der Sicherheitsbestand nicht angegriffen werden, wenn dann der Wareneingang kommt. Das bedeutet daher, der Meldebestand ist die Addition von Sicherheitsbestand und Bestand, den ich für die Lieferzeit brauche. Okay. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge Dimensionen, die ich bei so einem Sicherheitsbestand betrachten muss. Ja, so eine Dimension ist zum Beispiel das ganze Thema Untergrenzen. Warum sind Untergrenzen so wichtig und in welchem Kontext sind die so wichtig? Also ich
habe vielleicht so einen Absatzmarkt wie FBA. Ja. Wir alle wissen, dass Amazon einem Strafen gibt, wenn man eine gewisse Tagesmenge an Ware nicht dort im FBA liegen. Ja. So, das wäre jetzt so ein Bereich. Ich bin halt bei Amazon, verkaufe ich bei Amazon. Ich habe FBA auch im Einsatz und dann würde ich nur für meinen Absatzmarkt FBA würde ich definieren, dass meine Untergrenze immer x Tage sein müsste. Ja. Und der Sicherheitsbestand, worauf achte ich, wenn jetzt ein Produkt besonders wichtig ist? Welche Relevanz hat das? Und warum betrachte ich diese Dimension auch mal mit? Ja, wenn das ein Produkt besonders wichtig ist, das heißt also, ich möchte da in keinen Bereich reinlaufen, wo ich diesen Artikel im Stockout-Bereich habe. Ja. Dementsprechend möchte ich genau die richtige Menge von diesem Artikel da haben. Also Sicherheitsbestand benötige ich damit ich auch dynamisch prognostizieren kann, basierend auf den historischen Daten, basierend auf Saisonalitäten, die dieser Artikel mitbringt. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, zu welcher Produktkategorie dieser Artikel gehört, also wo sind unsere Verkaufszyklen, wie wird Artikel klassifiziert nach unserer Artikelklassifizierung. Dementsprechend, da berechne ich diesen Sicherheitsbestand sehr dynamisch pro Artikel, pro Lagerort und pro entsprechenden Zeitraum. Ja, aber Sicherheitsbestand ist ja, ich sag mal jetzt auch relativ, weil ich kann mir ja nur so viel ins Lager legen, wie ich Platz habe. Und wenn ich mir jetzt mal Produkte anschaue, die vielleicht einen größeren Platzbedarf haben, ja, oder die, ich sag mal, eine spezielle Art von Lager brauchen, weil sie eben vielleicht in ein bestimmtes Regal müssen oder in ein bestimmtes Behältnis müssen oder in ein Silo rein müssen, dann muss ich ja auch das mit berücksichtigen. Da geht es ja nicht nur darum, was waren meine Kunden, sondern ich muss ja auch gucken, was kann ich überhaupt lagern. Ne? Genau, dann kann ich auch eine Obergrenze des Sicherheitsbestandes definieren. Ja, ne? Ja, das heißt, ich kann neben der Untergrenze, kann ich auch eine Obergrenze definieren und habe damit natürlich dann auch eine gewisse Limitierung eben bedingt dadurch, dass mein Lager halt Begrenzungen hat. Ja, es ist ja auch schlecht, wenn du irgendwas bestellst, ja, was weiß ich, du bist ein Hersteller von Feuermeldern, von Feuerlöschern, ja, und dann kommt dieses Pulver und dein Silo hat halt vielleicht nur 50 Kubik. So, herzlichen Glückwunsch. Und dann kommt der Transporter und sagt, der wird das nicht los. Und muss halb voll wieder zurückfahren. Das findet er nicht lustig. Das ist jetzt sozusagen mein Lager. Anderer Kontext, aber ich sage mal ähnlich gelagert. Ich habe ja teilweise auch noch eine Weiterverarbeitung. Ja, ich habe ja nicht nur die Lagerung, sondern eventuell veredel ich auch. Wenn wir jetzt mal Richtung Cereals gehen, Richtung Cerealien oder ähnliches. Ne? Vielleicht sollen da welche gesalzen werden oder vielleicht sollen die irgendwie geröstet werden oder ähnliches. Dann muss ich doch eigentlich auch in meinem Sicherheitsbestand schauen, habe ich überhaupt den Platz in meiner eigenen Produktionskette, auf den Produktionswegen für dieses Produkt. Integriert ihr das dann an der Stelle auch noch mit? Ja, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, für jeden Lieferanten, ein Weiterverarbeiter ist ja auch eine Art von Lieferant, gewisse Dinge zu definieren. Ja. Das bedeutet Limitierungen, die nur für eine bestimmte Produktgruppe bei einem bestimmten Lieferanten existieren, die können wir ganz individuell steuern über unser System. Ja. So, ich habe jetzt diese Summe aus Herausforderungen. Ich habe vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, ja, weil ich Strafen zahlen musste, weil ich nicht lieferfähig war, weil ich plötzlich Sachen nicht mehr untergekriegt habe oder weil meine Zulieferer gesagt haben, da hättest du aber mal vor 2 Monaten kommen müssen. Normalerweise haben wir den und den Vorlauf. So, der hat jetzt eine Erfahrung gemacht und hat gesagt, er will in das Thema einsteigen. Wie geht er denn jetzt das Thema an? Also als erstes müssen wir uns natürlich die Daten aus dem ERP-System anschauen. Ja. Und da bekommen wir eine ganze Menge historischer Daten aus dem ERP-System und dann können wir natürlich darauf basierend schon auch einige Schlüsse ziehen aus dem also quasi Verkaufshistorie von diesen Artikeln. Und dann können wir für jeden Artikel, für jeden Lieferanten, wie Silke schon gesagt hat, und für jeden Lagerort dann diese entsprechende Sicherheitsbestände planen, dynamische Sicherheitsbestände. Das ist so genau, quasi darauf liegt die Betonung dynamisch.
Und genau, das heißt, also wir schauen uns die Historie an, schauen uns die ganzen Faktoren für jeden Artikel an und planen dann diese Sicherheitsbestände, damit wir in der Zukunft sozusagen aus diesem Bild, wo wir eine ebene Oberfläche, Wasseroberfläche hatten, sozusagen wie so eine Schneedecke quasi über diese Berge, über diese Verkaufszyklen legen. Und somit ist unser Verkauf geschützt dadurch, dass wir dynamischen Sicherheitsbestand haben. Ja. Ich finde das ein super spannendes Thema. Ich finde das toll, dass wir da heute wieder so viel von euch gelernt haben. Und wenn ihr da noch Ideen habt, dann sprecht uns gerne an. Dann gehen wir diese Themen mit Netzstock mal gemeinsam an und machen euch dann ein Video dazu. Vielen Dank, ihr zwei. Und dann würde ich sagen, zurück zu Inga. Ne? Tschüss. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Das waren interessante Einblicke. Wenn du dich für das Thema Nachschubsteuerung interessierst, dann kann ich dir auch unsere weiteren Videos mit den Kollegen von Netzstock ans Herz legen. Die findest du natürlich auch hier bei uns auf dem Softwarepartner YouTube-Kanal. Für Fragen habe ich unsere Kontaktdaten unten in die Videobeschreibung gestellt und ansonsten darfst du sie natürlich auch gerne in den Kommentaren stellen. Bis bald.